Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of Vesperia. Hören wir mal, was sie zu Jägers Ausdrucksweise sagen. That man called Jaeger certainly had a unique way of talking. Unique isn't the word I'd use. I had a hard time understanding some of the stuff he said. An ancient way of speaking lost in this day and age. What? Are you serious? It would at least make a good story if that were true. Tja. Es wäre eine schöne Geschichte, wenn es eine alte Ausdrucksweise wäre, aber nö, ist nicht so. Wir waren zwar nicht lange weg, aber es fühlt sich gut an, zurück zu sein. Möchtet ihr Weicheier weiterjammern oder könnten wir jetzt in die Gaststätte? Ich habe einen Riesenhunger. Ist ja gut. So, nachdem alle gesagt haben, oh, ja, hier, ne, der Hut ist scheiße, mach den Hut weg von mir aus. Wie ich in den Kommentaren dann geantwortet habe, das Einzige, was ich an dem Hut nicht leiden kann, ist die Tatsache, dass er eben die Mimik von Yuri in den Cutscenes doch verdeckt und das ist sehr unschön. So even the Union can't sit still when it knows a princess of the Empire is out on the loose. Then the Dawn knows that I'm a candidate for the Imperial throne too. Yep. That's why he told me to come keep an eye on you. So you're here to observe her? That's kind of creepy. Really? What? Is it just me? Anyway, here I finally catch up with you, and I wind up sticking my foot in that mess back there. It hasn't been easy for old Raven. But why worry so much about Estelle? It's only natural considering the state of things between the Empire and the Union. Each side is trying to feel the other out. The Dawn just wants to keep track of their movements. So, you're all planning on looking for this pharaoh by going to the sands of Kogor? Yes. Do you know what sort of place a desert is? Well, it's hot and dry, and they've got a lot of sand there. That's putting it lightly. It's not as easy as all that, though. Our plan is to get to the area together first. And then? Then I guess we'll go around and ask where Pharaoh is. I don't even know where to begin commenting on that plan. So it's not just that you don't want to go back to the castle anymore, right? Well... It'd be easier on old Raven if you did, though. I'm just saying. No, I'm sorry, but I have to know the truth behind Pharaoh's words. Huh. Well, the Desier continent actually suits me just fine. Why is that? I've got to go to Nordopolica for another errand I'm running for the Dawn. Have to deliver a letter to Bellius. Whoa, that's pretty important. That's the boss of the Colosseum and ruler of Nordopolica, isn't it? Technically speaking, he's called the Duce. Do you know what's written in the letter? It's got something to do with those monsters that attacked Dongrist. In particular about that Pharaoh chap you all are following. The Don thinks Bellius will know something about that monster. Looks like it just became worth our while to pay this Bellius a visit too. Right. So if you don't mind, Raven here will just tag along with you. That's fine, but you'll have to follow the laws of brave Vesperia. Got it. It's not like I can go join in your guild, you know? Why can't you join Brave Vesperia? It's against the rules for anybody to be in two guilds at the same time. And I guess technically speaking, you are a member of Altosk. What do you mean, technically? So are we done? I'm gonna go get some rest then. Okay. What do you think Rita's gonna do? What indeed? Does this mean we're on our own until we leave tomorrow? Yeah, we'll all meet down at the harbor then. Und damit hat sich Raven den Titel alter Spitzel verdient. Und wir trennen uns mal wieder von allen. Kennt man ja. Ist da was? Oh, Trank des Lebens. Was ist los, Boss? Ah, ich weiß nicht, ob ich so genannt werden möchte. Der Boss ist der Boss. Wie soll ich dich denn sonst nennen? Nenn mich, wie du mich vorher genannt hast. Dieses Boss-Ding ist leicht übertrieben. Ich fühle mich blöd, wenn du mich so nennst. Meinst du nicht, dass du dich daran gewöhnst? Vielleicht. Mann, du weißt so viel mehr über Gilden als ich, richtig? Stimmt schon. Der Boss einer Gilde muss ein Vorbild für alle anderen sein. Kann ich denn eine so große Persönlichkeit sein? Mal langsam. Niemand erwartet, dass du von Anfang an der beste Boss aller Zeiten bist. Du kannst da reinwachsen. Jetzt hat unsere Gilde erstmal einen Auftrag zu erfüllen. Du hast recht, wir müssen Estelle zu Pharaoh bringen.
Aber denkst du, wir werden ihn finden? Das genau ist der Auftrag unserer Gilde. Wenn wir es nicht schaffen, bekommen wir keine Belohnung und die Leute verlieren das Vertrauen in uns. So ist es eben. Vielleicht ist diese Aufgabe als erster Auftrag etwas zu schwer. So ist es eine größere Herausforderung. Dafür wird die Belohnung umso größer sein. Lass uns das Beste daraus machen. Na gut. Na, klingt doch wenigstens vernünftig. Würde ich mal behaupten. Anderes Zimmer vielleicht noch andere Leute? Funktioniert doch immer wieder. Willst du Estelle wirklich helfen, dieses Pharaoh-Ding zu finden? Bedingungslos? Sieht so aus. Sagte dieses Ding nicht, dass Estelle ein schales Gift wäre oder so etwas? Ja, ich weiß. Nach so einer Sache kann man ihr wohl nicht sagen, sie solle das Ganze vergessen. Aber sie darf es auch nicht als Entschuldigung verwenden, sich nicht um die Thronfolge zu kümmern. Genau diese Befürchtung habe ich. Was heißt die Befürchtung? Genau das passiert gerade. Vielleicht. Aber soll ich sie etwa zurück zum Schloss schleppen? Ja, genau das meine ich. Es ist ihre Entscheidung und sie muss alleine herausfinden, was sie will. Dir ist klar, dass es zum Kampf mit diesem Pharaoh-Typen kommen kann, ja? Sie wird gar nicht herausfinden, sie wird gar nichts herausfinden, wenn sie stirbt. Sie wird nicht sterben, deshalb begleite ich sie ja. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Dinge? Dinge? Irgendwelche Dinge? Nein? Keine Dinge? Dinge? Nein? Okay. Keine Dinge. Macht mich traurig. Die Abwesenheit von Dingen in... ja, Schatzruhen auch, aber in... Schatz... Nein, nicht... Einfach nur in Schränken so. In Schränken macht mich traurig. So. Was mit dir? Okay. Wie auch immer. Ich bin unverbesserlich. Immer wenn ich mir etwas in den Kopf setze, vergesse ich alles andere. Ich verliere alles aus dem Blick, was ich eigentlich vorhatte. Ja, das stimmt schon. Nachdem Judith mir das gesagt hat, bin ich zur Bestimmung gekommen. Besinnung, nicht Bestimmung, mein Schuld. Meine Schuld. Bis jetzt habe ich euch herumkommandiert, als ob es keine Zukunft gäbe. Hey, es könnte schlimmer sein. Wärst du Herrscherin, würde ein Wort von dir ausreichen und das ganze Reich würde nach deiner Pfeife tanzen. Ja. Mit euch zu gehen war wohl die richtige Entscheidung. Tatsächlich? Ich habe viele neue Dinge gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Thron besteigen soll, aber ich muss noch so viele Dinge in dieser Welt kennenlernen. Und Pharaoh ist eins dieser Dinge? Ich habe Angst davor, aber ich muss erfahren, wer ich bin. Ich muss wissen, was er meinte, als er sagte, ich sei das schale Gift dieser Welt. Klingt, als hättest du dich entschieden. Yuri? Hä? Es könnte wieder vorkommen, dass ich euch herumkommandiere. Schrei mich bitte an, wenn ich es wieder mache. Na klar, das ist kein Wesenszug, den man ohne Hilfe einfach abschütteln kann. Da gibt es noch jemanden, der eine harte Nuss ist, also werden wir einfach an ihm unsere Frustration auslassen. Ich gehe zurück zur Gaststätte. Bis später. Adieu. So, wen haben wir denn noch? So, haben wir hier irgendwo Raven? Oder Judith? Ich wahrscheinlich auch demnächst Judy nennen werde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich den Namen scheiße ausspreche wegen diesem TH am Ende. Naja. Ah, ich kann es nicht fassen, dass wir wieder mit... oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen, dass wir wieder mit dir reisen müssen. Freust du dich etwa nicht? Ich habe schon Schöneres erlebt. Du bist so mürrisch. Kopf hoch. Stand ich nicht mit euch zusammen im Angesicht des Bösen? Du hattest keine Wahl. Ich habe nicht vergessen, was du im Hafen von Nor getan hast. Das weißt du noch? Manche Leute wissen nicht, wann es Zeit ist zu vergessen. Ich lege ja keine Liste mit all deinen Vergehen an. Ich würde auf unserer Reise allerdings gerne auf dich verzichten. Keine Panik, keine Panik. Ich werde mich benehmen. Ich habe mich doch in Cavemock und Gaspharos benommen, oder? Ja, das wäre sicher hilfreich. Du solltest dir lieber Sorgen darüber machen, ob diese alte Knochen mit euch jungen Hüpfer mithalten werden. Du planst bei uns zu bleiben, bis Estelle zum Schloss zurückkehrt?
Der Don hat mir befohlen, das Mädchen im Auge zu behalten. Da habe ich keine Wahl. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe. Ich frage mich, ob sich sie irgendwie den kaiserlichen Ritter übergeben kann. Ja, bestimmt. Ich sehe es dir an, alter Mann. Du hast schon wieder böse Gedanken. Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich schade, dass du mit uns reist, aber wir müssen wohl das Beste daraus machen. Hey, was meinst du mit schade? Ach, was soll's. Der großartige Raven geht jetzt zurück zur Gaststätte. Bis später. Immer dieses der großartige Raven. Naja. Ich glaube, Judy ist meiner Meinung nach ziemlich gemein zu finden. Denn ja, wir müssen mit allen reden. Nur Judy ist ziemlich mies gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, ich schieße gerne mit dem Ring einfach mal durch die Gegend. Bei Tales of the Abyss macht es immerhin noch Mew dabei. Hier weniger. So, Judy müsste im Prinzip auftauchen, wenn wir die Stadt verlassen. Übrigens ist hier Repeat, sollte man auch nicht vergessen. Ah. Ich sagte doch, ich werde die Dinge auf meine Weise handhaben. Aber ich habe Cumor so einfach fliehen lassen, wie peinlich. Keine Ahnung, wie ich das Flynn erklären soll. Ja, ihr kennt das schon, ne? Ich weiß. Wir müssen uns um Gildenauftrag kümmern und nicht um Cumor. Ja, ich kann ihn aber nicht laufen lassen. Solche Männer lernen nie dazu. Sie werden immer wieder die gleichen Dinge tun. Ich muss etwas unternehmen. Genau zu diesem Zweck habe ich das Reich verlassen und eine Gilde gegründet. Ja. Er wird bekommen, was er verdient. Nicht, er wird wiederkommen. Ach. So, und für Judy müssen wir die Stadt verlassen. Oder zumindest so tun, als ob. Oh, gehst du zufällig diesen Cumor suchen? Nee, mach nur einen kleinen Spaziergang. Wo warst du? Ach, nur spazieren wie du. Dir tut es nicht leid, was du vorhin zu Estelle gesagt hast, oder? Was ich vorhin gesagt habe? Du hast Estelle einige unfreundliche Dinge gesagt, oder? Ach das. Entschuldigung, dass ich dir zuvor gekommen bin. Was? Du bist mir mit gar nichts zuvor gekommen. Du wolltest ihr doch das gleiche sagen wie ich, oder etwa nicht? Hast du mir das angemerkt? Für so etwas musst du dich nicht entschuldigen. In Ordnung. Also hast du nicht Cumor gesucht, weil du dich schuldig fühlst, nachdem du Estelle mit deinen Worten verletzt hast. Gott, ich hab's heute mit dem Lesen. Ah, nein. So. Glaubst du mir nicht? Du machst dir um die Gefühle anderer mehr Sorgen, als du zugeben willst. Nein, das stimmt nicht. Ach, wie auch immer. Was ist mit dir? Suchst du ihn etwa nicht? Wie gesagt, ich gehe nur spazieren. Natürlich! Wir gehen nur spazieren. Kann ich eigentlich was Neues hier machen? Irgendwas Tolles irgendwie? Ja, den Mundselektor kann ich jetzt endlich mal herstellen. Nicht, dass ich ihn brauche, aber ich kann es machen. Demetrio kommt ein bisschen später. Froststein und Flammenstein kriege ich nämlich später. Hier ist soweit nichts. Zweitwaffe. Nö. Und hier. Ja, blauer Drache plus, wenn mein blauer Drache mal fertig ist, dann kann ich das so. Obwohl. Oh ne, den können wir sofort machen, denn er hat dieselben Kombos plus eine weitere. Ist zumindest schon mal so gut. Bei den anderen sollte ich später gucken, wenn ich ihr Inventar überprüfen kann. So. Ja. Weiß gar nicht, ob ich das so machen musste und die Nacht endet oder ob das jetzt irgendwie Verschwendung ist, aber ja. Ready to go? What should we do about Rita? That one has her own matters to attend to. That sounds about right. So, first to the harbor and then find a boat? Huh? You mean... Are you coming too? Yeah. Wasn't there something you had to go do? You were going to investigate the air craner, weren't you? It turns out the one at Cave Mock the Commandant asked me to look into has already been researched. I hadn't really made up my mind about which route to take to research the others. So you'll be using us to help with your investigations?
Well, there's no guarantee I won't run into trouble like back at Heliord. Anyway, it'll be safer for me this way than going alone. Nice to see your glowing personality hasn't changed. This means we'll be able to travel together again. I'm so happy. Yeah, you know, it's no big deal. Anyway, we were going to the harbor, right? Ah, to be young again, I tell ya. You got something you want to say? Whoa, down, girl. To the harbor then. Und damit haben wir wieder eine volle Party. Yay! Ich werde einfach mal für die nächsten paar Kämpfe, wen nehmen wir denn rein? Nehmen wir Carol rein, weil Carol Level 26 ist. Einfach nur um ein bisschen, ich sage mal, Action reinzubringen, beziehungsweise wenigstens mal andere Charaktere zu nutzen, als die ich sowieso die ganze Zeit dabei habe. Ich denke mal, das ist doch sehr angenehm dann zu gucken, wenn mal wenigstens ein bisschen Veränderung im Kampf ist. Heilpflaster, ja. Müsste ich zu den Bronzen rennen, damit ich das kriege. Habe ich das nicht sogar schon? Nur mal so, wenn ich so drüber nachdenke. Hatte ich das nicht schon? Nee? Okay. Aber nö. Das ist jetzt etwas, was ich nicht machen möchte. Und hier haben wir ein kleines Event. Wie seltsam. Was ist los? Was ist das? Eine Chagotin-Blume. Sollte sich nur in der Regenzeit öffnen, aber seht, sie blüht bereits. Das klingt seltsam. Nicht wahr? Ich frage mich, ob jemand hier war und den Boden bewässert hat oder so. Würde das ausreichen, um die Blumen blühen zu lassen? Eine andere Ursache für eine frühe Blüte wäre ein Ungleichgewicht in der Air. Du meinst, dass dieser Ort... Nein, selbst wenn ich recht habe, kann so ein Ungleichgewicht gelegentlich auftreten. Pflanzen sind Veränderungen der Air gegenüber empfindlicher als Menschen und sie reagieren darauf. Was in Heliod passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Was das ist wahrscheinlich ein Typo, da sollte zum stehen. Judy? Ah, das Aeroblast hier des Lagers ist... Ich kann nicht glauben, dass der Drachenfreak ist. Noch einmal. Ich werde nachsehen. Oh, Rita? Der Drachenfreak, Was soll denn die Aufregung? Was? Das war's gar nicht, du? Ich verweigere die Aussage. Es war schrecklich. Ich konnte nichts mehr ausrichten. Ich bedauere deinen Verlust. Ah, wenn ich ihn noch einmal sehe, boxe ich ihm in die Stratosphäre. Dämlicher Drachenfreak. Mensch, das ist beängstigend. Ich weiß ja nicht, was du damit bezweckst, aber... Es bereitet niemanden von euch Probleme, oder? Ich sagte es bereits. Ich würde nie etwas tun, was einem von euch schaden könnte. Naja, gelogen hat sie wenigstens bisher nicht. Sie hat noch nichts getan, was uns schadet. Oh, Yoder! Oh, it's you all. We meet again. So what's a successor to the Imperial throne doing in a place like this? I've been working with the Dawn to officially seal our Treaty of Friendship. Is it going well? Well, I wish I could say it were going better. I can imagine. That Heracles monstrosity kinda made the Union really not like the Empire. Yes. And now, prominent members of the Empire are voicing their doubts regarding the Friendship Treaty. The conditions that Dawn gave the Empire were for a treaty of equality, after all. And they are certainly not on equal footing with something like that. Yes. Had I known about Heracles beforehand, I could have stopped them, but... You didn't know about that thing? You're in line to be Emperor. I know, but I have no authority over the Imperial Knights. The Imperial Knights act on orders from the Emperor alone. They do not report to anyone else. Well then, it's easy. Just become Emperor. You mean... Becoming Emperor isn't as simple as that. Why not? To ascend to the throne, one must possess the Imperial treasure, Dane Nomos. But Dane Nomos went missing around the time of the Great War, 10 years ago. Huh. So that's the real story why we still don't have an Emperor. And that's why Rago wanted to get his hands on Dane Nomos. What was that, Yuri? Forget it, it's nothing.
Anyway, is it really okay for an Imperial candidate to be wandering the streets like this? I was just on my way to Helior. Ah, that is closer to Dongress than this place is. Negotiations would probably go smoother there. I believe so too. Master Yoder, we should be off. If you'll please excuse me. Also mal ehrlich, um Kaiser zu werden, braucht man den kaiserlichen Schatz, aber der ist geklaut oder weg oder... Oh mein Gott. Dann würde ich das dämliche Ritual ändern. Das ist doch schwachsinnig. Man hat 10 Jahre lang keinen Kaiser, weil das Ding weg ist. Super. Naja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play Tales of Vesperia. Bis dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.